Die deutschen Exporte sind im Oktober so stark gefallen wie seit einem knappen Jahr nicht mehr. Sie sanken um 2,8% im Vergleich zum Vormonat. Das ist deutlich mehr als erwartet worden war. Und das liegt vor allem an weniger Nachfrage aus den USA und China. Einen größeren Rückgang gab es zuletzt im Dezember 2023. Die Importe gaben ebenfalls nach, allerdings gerade mal um 0,1% und damit weniger als erwartet. In die EU-Staaten wurden im Oktober Waren im Wert von 68,9 Milliarden Euro exportiert. Die meisten deutschen Exporte gingen erneut in die USA, obwohl das Geschäft dort um gut 14% auf 12,2 Milliarden Euro einbrach. Die Lieferungen nach China sanken um 3,8% auf knapp 7 Milliarden Euro. Und nach den Wirtschaftsinstituten hat nun auch die Bundesbank ihre Wachstumsprognosen für Deutschland gesenkt. Sie rechnet damit, dass die Wachstumsflaute länger anhält als bisher gedacht. Im laufenden Jahr erwartet die Bundesbank einen Rückgang von 0,2%. Im Juni hatte sie noch einen Anstieg vorhergesagt. Für 2025 rechnet die Bundesbank nur noch mit einem Mini-Wachstum von 0,2% statt mehr als 1%. Die deutsche Wirtschaft kämpfe nicht nur mit konjunkturellem Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Und anders als bisher vorausgesagt, wird der private Konsum nicht zum Antreiber der wirtschaftlichen Erholung. Die DAX-Unternehmen allerdings, die machen ihre Geschäfte bekanntlich vor allem im Ausland. Deswegen koppelt sich die erste Liga im deutschen Aktienindex ab von der wirtschaftlichen Entwicklung im Heimatland. Dazu kommt dann die Aussicht auf sinkende Zinsen in Europa und den USA, gerade wegen der trüben Konjunkturaussichten. Der DAX ist wieder auf Rekordjagd. Das bisherige Allzeithoch ist jetzt 20.500 und knapp 523 Punkte. Die EZB beruhigt, viele Anleger trauen sich wieder aus der Deckung, momentan ein Plus von 0,3%. Auf der Gewinnerliste Autowerte und Versicherungen. Die Bundesregierung überbietet sich ja gerade in Vorschlägen, wie der strauchelnden Autobranche zu helfen sei. Bei den Versicherungen dagegen ist es die Münchner Rück, die den Ton angibt. Die ist sehr optimistisch. In diesem Jahr soll es einen Gewinn von mehr als 5 Milliarden Euro geben, im kommenden dann 6 Milliarden. Die Aktie derzeit mit mehr als 5% mit Abstand größter Gewinner im DAX. Unter den Verlierern einige Gewinner von gestern, Rheinmetall zum Beispiel. Heute wieder einmal Gewinnmitnahmen, nachdem ja gestern offenbar einige ein gutes Einstiegsniveau sahen. Und ähnlich sieht es aus bei Zalando. Auch die Aktie hat ja übers Jahr gesehen deutlich zugelegt. Da nehmen wohl einige jetzt ihre Gewinne mit. Im MDAX wird dagegen TeamViewer abgestraft. Die Aktie ist auf dem tiefsten Stand seit 5 Monaten. Das Schlusslicht im MDAX, weil die Analysten der Berenberg Bank TeamViewer herabgestuft haben. Sie sehen das Risiko, dass das Unternehmen zu viel für die Übernahme der Softwarefirma OneE bezahlt hat. Der am Dienstag verkündete Deal hat ein Volumen von 720 Millionen Euro und das Minus derzeit 6,6% sah auch schon mal schlimmer aus heute. Der Essener Chemiekonzern Evonik, der steht vor dem größten Umbau seiner Geschichte, soll schlanker und schlagkräftiger werden. Evonik soll künftig auf 2 Säulen stehen. Die beiden neuen Segmente Custom Solutions und Advanced Technologies kommen aktuell auf einen Jahresumsatz von jeweils rund 6 Milliarden Euro. Und wie bereits angekündigt, sollen rund 2000 Stellen eingespart werden. Davon fallen 500 im Management weg, denn eine komplette Führungsebene wird gestrichen. Weitere Geschäfte sollen zusammengelegt oder verkauft werden. Insgesamt könnte Evonik damit rund 7.000 der derzeit etwa 32.000 Stellen abgeben. Betriebsbedingte Kündigungen allerdings, die sind für die nächsten 8 Jahre ausgeschlossen. Und die Aktie heute im Minus 1,8% derzeit. Wir blicken zurück auf die Börsenwoche und voraus mit dem Investmentstrategen Reza Darius Montaser. Willkommen hier bei Welt. Guten Tag, Frau Lausch. Ganz klar wichtigster Termin dieser Woche, die EZB-Zinsentscheidung. Und wie erwartet hat sie einen kleinen Zinsschritt vollzogen. Wichtiger war dann ja der Ausblick. Das stimmt. Die EZB hat die Zinsen wieder gesenkt und der Ausblick der EZB, was die wirtschaftliche Leistung, was die Inflation angeht, wurde für die nächsten Jahre deutlich nach unten genommen.
Und das ist auch aus gutem Grund. Die Inflation wird in den nächsten 12 bis 14 Monaten wahrscheinlich weiter nach unten gehen. Wir sehen, dass die Güterpreisinflation weiter runtergehen wird, weil einfach die Nachfrage relativ schwach ist in der Eurozone. Die wirtschaftliche Situation in der Eurozone nimmt immer schwächere Züge an. Auch stärkere Wirtschaften wie Italien und Spanien geben es mittlerweile nach. Und dementsprechend ist von der Seite wenig Druck zu erwarten. Und dementsprechend hat die EZB auch eine gute Chance, die Zinsen weiter zu senken, vor allem weil der Dienstleistungssektor auch nicht mehr die Preise so deutlich anheben kann. Das liegt daran, dass der Lohndruck einfach nicht mehr so stark sein wird als wichtige Inputgröße in die Kosten von Dienstleistern. Der Lohndruck wird eher deswegen runtergehen, weil einfach die Arbeitsmarktsituation in Europa sich abschwächen wird und die Menschen eher Angst um ihre Arbeitsplätze bekommen. Also die EZB wird jetzt reagieren, indem sie den Zins Richtung neutralen Zins runternimmt, denn der neutrale Zins wird die Wirtschaft nicht mehr belasten. Der liegt ungefähr bei 1,75%. Von 3%, die wir jetzt im Einlagezins haben, ist das ein gutes Stück nach unten. Und dieses Runternehmen der Zinsen werden wir schrittweise in den nächsten Monaten sehen. Dann gab es ja in dieser Woche auch die Inflationszahlen aus den USA und nächste Woche steht dann die Zinsentscheidung der FED an. Auch da ist der Zinsschritt nach unten eingepreist. Könnte es denn dann ähnlich ruhig bleiben wie jetzt nach dem EZB-Entscheid? Da ist das auch eingepreist, 25 Basispunkte Zinssenkung. Und da wird man genau hinhören, wie die Federal Reserve die Zukunft sieht, wie sie ihre Prognosen für die Zukunft ansetzt. Auch hier wird es neuere Updates geben. Und es ist zu erwarten, dass die Federal Reserve die Wirtschaft vielleicht gar nicht mehr ganz so positiv sieht, denn der Arbeitsmarkt in den USA fängt an zu schwächeln. Und dementsprechend kann es sein, dass die Federal Reserve da auch ein bisschen einen mauren Ton anlegt und da ein bisschen für bessere Stimmung auch an den Märkten sorgen wird. Insgesamt muss man sagen, dass auch dort der Inflationsdruck zurückgehen wird, auch von der Dienstleistungsseite. Und insgesamt haben wir in den USA sowieso keine so hohe Inflation, wie die oberflächliche Zahl angeht, denn da werden die künstlichen Mieten, die theoretischen Mieten eingerechnet, die die Menschen in den USA gar nicht zahlen, sondern das ist ein statistischer Wert. Wenn man das herausrechnet, haben wir dort eine Inflation von 1,4% nur und nicht 2,7%. Geopolitisch allerdings ist die Lage ja gerade sehr unsicher. Niemand weiß, was Trump tatsächlich tun wird von dem, was er angekündigt hat und wie es in Syrien weitergeht. Wo sehen Sie Chancen und Risiken und wie sollten sich Anleger positionieren? Ja, insgesamt muss man sagen, Trump ist relativ schwer vorauszusagen. Was man aber auch sagen muss, die Situation im Nahen Osten wird sehr volatil bleiben, denn dass Syrien gefallen ist, hat die Sache nicht erleichtert im Nahen Osten. Israel hat jetzt einen Aufschwung bekommen, dadurch, dass Syrien jetzt weggefallen ist für den Iran. Und dementsprechend wird Trump versuchen, den Druck zu erhöhen. Man hat das gestern schon gesehen, beim Time-Interview hat Trump darüber geredet, ob man nicht den Iran direkt angreifen kann, präemptiv, um letztendlich die Atomanlagen zu stören, die Forschungsanlagen. Also es wird sehr, sehr gefährlich bleiben. Es wird gefährlich bleiben, was Trump über die Zölle sagt, wie er die weltweite Wirtschaft damit belastet, mit Zöllen, die er einführt, Zölle für China oder Europa. Und dementsprechend muss man sagen, es ist gut, wenn man vorsichtiger ist. Die Märkte sind relativ teuer. USA haben wir eine Bewertung von ungefähr 30er KGV auf die Gewinne. In Deutschland sind wir im Bereich 19er KGV auf die Unternehmensgewinne. Das sind relativ hohe Werte. Die institutionellen Anleger sind seit dem Sommer kaum abgesichert nach unten. Also wenn jetzt irgendetwas passiert, müssen alle aus Aktien raus. Und dementsprechend würde ich sagen, 50% Aktien, 25% Schatzanleihen, in Deutschland zum Beispiel zweijährige Anleihen und 25% sollte man sich auf jeden Fall Cash halten. Falls es am Aktienmarkt doch zu einer größeren Korrektur kommt, kann man sich schön mit Aktien eindecken. Sagt der Investmentstratege Reza Darius Montaser. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jetzt schauen wir noch ein bisschen voraus. Wichtig für alle, die Bahn fahren. Und das sind früher oder später ja alle. Der Fahrplanwechsel steht an diesem Wochenende. Das heißt leider auch höhere Preise. Vor allem Flex-Tickets werden deutlich teurer mit im Schnitt 6%. Die günstigsten Sparpreistickets, die gibt es aber weiter ab 17,99 €. Für Pendler wird es ebenfalls knapp 6% teurer. Punkten will die Bahn mit einer neuen Direktverbindung zwischen Berlin und Paris und von München nach Amsterdam. Die Bauarbeiten zwischen Hamburg und Berlin sind vorerst beendet. Im August dann allerdings wird die Strecke komplett gesperrt. Ab Sonntag fährt dafür die Riedbahn endlich wieder. Der Abschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim war als erster gesperrt und dann general überholt worden.